Ein Branddesign kann nur gut werden mit dem richtigen Briefing. Wie ihr mit unserem Template das perfekte Design-Briefing erstellt, zeige ich euch in diesem Video. Ob es wirklich das perfekte Briefing gibt, da komme ich gleich drauf zurück. Das Template für euer Design-Briefing besteht aus 2 Teilen, dem strategischen und dem operativen Teil. Wir starten mit dem strategischen Input. Ein starkes Branddesign spiegelt Identität und Leistung der Marke wider. Damit das Design inhaltlich abgeleitet werden kann, sollte das Briefing einen fundierten Einblick in die Markenstrategie geben. Das gehört ins Design-Briefing. Beschreibt möglichst verständlich Produkte oder Services, die ihr anbietet. Beschreibt eure Positionierung, zum Beispiel im Premium- oder Niedrigpreissegment. Beschreibt eure wichtigste Zielgruppe und priorisiert sie. Nennt eure Hauptwettbewerber, aber auch Benchmarks und begründet sie. Beschreibt eure Painpoints, zum Beispiel Wildwuchs, veraltetes Design oder fehlende Anwendungsszenarien. Ein gutes Verständnis für Markt und Wettbewerb hilft der Agentur, ein Design zu entwickeln, das euch marktgerecht von der Masse abhebt. Der strategische Kontext wird ergänzt durch die individuelle Markenidentität. Jede Marke hat Charakteristika, die mit Design spürbar gemacht werden können. Konkret sind das Werte, Markenkern, Kompetenz oder USP, Purpose, Mission und Ambition. Anhand von Personality Sliders kann die Markenpersönlichkeit eingeordnet werden. Zum Beispiel zwischen verspielt und klar oder casual und corporate. Weitere Beispiele findet ihr in der Vorlage. Wenn ihr die strategischen Aspekte nicht definiert habt, empfehlen wir dies mit einer spezialisierten Branding-Agentur zu machen. Nun zum operativen Teil. Ein gutes Briefing schafft ein gemeinsames Verständnis für die Anforderungen. Es hilft außerdem, die Erwartungshaltung zu klären. Das ist wichtig für einen reibungslosen Prozess. Eine klare Rollenverteilung ist essentiell. Bestimmt eine Person, die den Überblick behält. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Agentur. Und ganz wichtig, EntscheiderInnen müssen rechtzeitig eingebunden werden. Das beeinflusst Zwischenschritte, Feedbackschleifen und Freigaben. Realistische Budgets und Zeitpläne sind wichtig für den Projekterfolg. Für konsolidiertes Feedback brauchen größere Teams etwa eine Woche. Blockt auch frühzeitig Termine mit EntscheiderInnen. Plant nicht so eng, aber achtet darauf, das Momentum nicht zu verlieren. Beschreibt die wichtigsten Touchpoints. Muss das Logo beispielsweise auf ein besonderes Material gedruckt werden? Wird das Design animiert? Solche Anforderungen sollte man vom Anfang an mitdenken. Und ein Tipp: Formuliert, wann das Projekt für euch ein Erfolg ist. Gemeinsam mit den Herausforderungen gibt das die Richtung des Projektes vor. Im besten Fall habt ihr alle Elemente definiert. Das wäre ein perfektes Briefing. Wenn noch nicht alle Elemente vorliegen, sprecht trotzdem mit der Agentur über euren Status Quo und ergänzt gemeinsam, wo notwendig. Mehr Infos und Vorlagen rund um das Thema Marke und Branding findet ihr auf der Website. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tot de volgende keer.